Hi, ich bin Thorsten. Ich bin der neue CFO von Sono Motors. Ich habe 7 Jahre in der BMW Group gearbeitet, in verschiedenen Finanzpositionen. Und ich war unter anderem 3 Jahre für BMW in den USA, in Salt Lake City bei der BMW Bank und danach im Chancen-Risikomanagement in der Fahrzeugentwicklung. Ich wollte nach 7 Jahren einfach was Neues erleben und einfach auch wirklich mehr bewegen können, als es in einem Großkonzern möglich war, und bin deshalb in die Startup-Branche gewechselt. Und dort war ich zuerst 3 Jahre CFO beim MyTaxi, die inzwischen FreeNow heißen, in Hamburg tätig, und habe dort quasi den Finanzbereich aufgebaut. Nach MyTaxi bin ich bei Flixbus eingestiegen als VP Finance und war dort 3 Jahre tätig. Bei beiden Firmen war eine große Herausforderung, das Wachstum zu begleiten. Also Wachstum in sämtlicher Hinsicht, das heißt, die Prozesse zu schaffen, die Strukturen aufzubauen, richtigen Systeme zu finden. Aber auch bei beiden Unternehmen, Wachstum braucht Geld, ging es insbesondere auch darum, Finanzierungsrunden zu ermöglichen. Und dementsprechend eine große Herausforderung war, mit VCs, mit Investoren, mit Venture Capitalists zu sprechen, um zu schauen, wer der richtige Partner, wer der richtige Finanzinvestor ist, um im Unternehmen einzusteigen. Ich denke, Sono Motors hat vieles gemeinsam mit den Tätigkeiten, die ich zuvor eben auch machen durfte. Das heißt, auch hier geht es darum, das bevorstehende Wachstum vorzubereiten und zu begleiten. Wir haben hier einen Riesenerfolg hinter uns, die erfolgreich abgeschlossene Community-Kampagne. Einmalig, wirklich beeindruckend, was das Team hier in der Vergangenheit eben auch bewerkstelligt hat. Und bevor uns liegt eben erneut weitere Kapitalbeschaffung in sehr großem Stil. Und auch das wird natürlich eine große Herausforderung. Aber ich freue mich hier zu sein. Das ist genau das, was ich mitbringe, ein großes Netzwerk, viele Kontakte im Venture Capital Bereich. Wenn man bei den Kapitalgebern jetzt anklopft und sagt, ich bin CFO von Sono Motors, würde gerne über Kapitalbeschaffungsmaßnahmen sprechen, dann wird man mit viel offeneren Armen begrüßt, als das vielleicht noch vor ein paar Monaten der Fall war. Natürlich wird das eine große Herausforderung. Ich bin aber absolut davon überzeugt, dass wir es schaffen werden, weil so viel Rückenwind gerade da ist, durch all die Reservierungen, durch all die Presse, durch ein sehr starkes Team, was wir an Bord haben. Das ist in Summe der Zeitpunkt schlechthin, um jetzt rauszugehen, mit Investoren zu sprechen und die nächsten Schritte einzuleiten. Ja, ich habe die Crowdfunding-Kampagne verfolgt und wirklich auch täglich ehrlicherweise mehrmals aufs Handy geschaut, gespickt, immer wieder geschaut, wo stehen wir, wo steht Sono Motors, wie viel Kapital wurde schon eingesammelt, was macht die Community. Auch für mich Höhen und Tiefen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, ich würde hier einsteigen und dachte, wow, das wird eng. So die ersten Wochen, es kam viel zusammen, aber eben noch nicht genug. Und mit der Verlängerung der Kampagne, war auch ich davon überzeugt, wir schaffen das. Es kommt täglich fast 1 Million dazu. In Summe sind es dann nicht mehr 30 Tage, sondern 50 Tage. Und das ist ja genau das, was passiert ist. Über 50 Millionen eingesammelt. Eine beeindruckende Leistung vom Team und an der Stelle auch ein Dank an die Community für das Vertrauen. Ich bin völlig begeistert, jetzt hier zu sein und Teil dieser großen Unternehmensvision sein zu dürfen. Bei Sono Motors geht es darum, die Welt wirklich ein Stück besser zu machen durch nachhaltige Mobilität und durch einen Sharing-Aspekt, dass das Fahrzeug eben geteilt werden kann. Und auch mir als Familienvater ist es sehr wichtig, nachhaltig zu leben, ein Vorbild gegenüber meinen Kindern zu sein und jetzt hier Teil des Teams zu sein, um was Großes aufzubauen, um wirklich unseren Planeten ein Stück weiterzubringen, ein Stück besser zu machen, ist das, was mich motiviert. Und mit dem Team, das vorhandene Team hier, auch das Finance-Team, da jetzt ins Große und Ganze zu gehen, ist einfach ein sauspannender Zeitpunkt. Ich denke, auch hier gibt es wieder viele Gemeinsamkeiten mit den vorherigen Tätigkeiten. Auch hier geht es darum,